Ich zeige dir heute, wie du in kurzer Zeit richtig viele weihnachtliche Snacks machst. Ohne Stress, dafür mit ganz viel Wow. Wir starten mit dem, was am längsten braucht und nutzen jede Wartezeit clever. Und damit willkommen bei der Lifehackerin. Als erstes zaubern wir aus Blätterteig und Pesto einen wirklich einfachen Weihnachtskranz. Dazu den Teig mit Pesto bestreichen. Ich verwende rotes Pesto, grünes geht aber natürlich auch. Oder alternativ Tomatensauce oder Tomatenmark und Gewürze. Ganz ehrlich, mit leckerem Blätterteiggebäck kannst du bei deiner Familie und deinen Gästen immer punkten, oder? Den bestrichenen Blätterteig von einer kurzen Seite her einrollen. So bekommen wir eine schöne Teigrolle. Diese gebe ich anschließend für rund 15 Minuten in den Kühlschrank, damit sie fester wird und ich sie besser schneiden kann. Die Zeit dazwischen nutzen wir für die ersten schnellen Ideen. Wir zaubern Tannenbäumchen aus einer Salatgurke, Toastbrot, Käse, Butter, Salz, Pfeffer und Zahnstocher. Die Gurke waschen und anschließend mit dem Sparschäler direkt möglichst lange Streifen schneiden. Diese werden nun schlangenförmig aufeinander gelegt. Dabei gegen oben kleiner werden und so auf einen Zahnstocher aufspießen. Das sieht doch schon richtig kunstvoll aus, oder? Aus dem Toastbrot stechen wir runde Kreise aus, sozusagen als Boden für unsere Tannen. Mit Butter bestreichen und mit Salz und Pfeffer würzen. Nun stecken wir ein Gurkenbäumchen in die Mitte. Falls die Tanne zur Seite kippt, versuche den Zahnstocher aufzurichten oder das Ganze auf ein zweites Stück Brot stecken. Dann wird es stabiler. Statt Toast kannst du auch Schwarzbrot oder Pumpernickel verwenden. Aus dem Käse kleine Sterne ausstechen. Falls du keine kleinen Ausstecher hast, kannst du auch mit einem Messer kleine Sterne schneiden. Dank dieser Sterne werden aus einfachen Tannen kleine, hübsche Weihnachtsbäume. Ich mag die kleinen Gurkentänchen sehr, sie sehen klasse aus und sind schnell gemacht. Noch schneller gehen allerdings Käsetannen. Dazu brauchen wir Schmelzkäse-Ecken, Salzstangen sowie getrocknete Kräuter und Chili. Die Kräuter auf ein Küchenbrett streuen. Ich verwende Oregano und Thymian. Du kannst aber auch andere Kräuter verwenden. Hauptsache, sie sind grün und schmecken dir, denn wir wollen ja schöne Tannenbäume kreieren. Dann kommt noch etwas Chili hinzu. Du wirst gleich sehen, wieso. Alle Käseecken auspacken und auf eine Salzstange spießen. Lange Salzstangen kannst du dazu auch einfach halbieren. Der Käse wird die Tanne, die Salzstange der Baumstamm. Nun den Käse etwas in unsere Kräuter drücken und schon ist unser Weihnachtsbaum grün. Und ahnst du jetzt, wofür der Chili gut ist? Genau, als rote Weihnachtskugeln an unserem Weihnachtsbaum. Die fertigen Käsetannenbäumchen auf einer Platte anrichten und fertig ist der nächste Fingerfood. Die Blätterteigrollen waren nun 15 Minuten im Kühlschrank und wir können sie weiter bearbeiten. Dazu gebe ich die Rolle auf ein Stück Backtrennpapier und schneide sie mit einem Messer etwa alle 2 cm ein. Allerdings schneide ich das Stück nicht komplett ab. Hinten bleibt die Rolle zusammen. Das ist wichtig, damit wir danach unseren Kranz formen können. Falls du das Gefühl hast, dass dir das Ganze zu sehr gequetscht wird, kannst du die Rolle einfach nochmals in den Kühlschrank oder sogar ins Gefrierfach geben, damit sie fester wird. Nun gebe ich die Rolle samt Papier auf ein Backblech. Das geht so mit dem Papier wesentlich einfacher als ohne. Deswegen habe ich sie bereits auf dem Backpapier geschnitten. Nun formen wir daraus einen Kranz. Schieben also Anfang und Ende zueinander. Sobald es schön rund ist, drehen wir das erste Stück so, dass es flach auf dem Boden liegt.
Nun das zweite Stück ebenfalls drehen und leicht überlappend auf das erste legen. Rundherum so weiterfahren. So entsteht der tolle Kranz. Das letzte Stück drapieren wir am Schluss unter das erste. So ist fast nicht zu sehen, wo Anfang und Ende sind. Und das Muster ist regelmäßig. Ein Ei aufschlagen und den ganzen Kranz damit bepinseln. Statt Ei kannst du übrigens auch etwas Milch verwenden. Der Kranz kommt anschließend in den Ofen, bei 200 Grad Ober-Unterhitze für rund 15 bis 20 Minuten. Und wenn der Ofen schon mal heiß ist, bereiten wir danach direkt noch etwas Zweites darin zu. Das können wir jetzt schon vorbereiten, und zwar leckere Weihnachtspommes. Dazu brauchen wir Kartoffeln, Speiseöl, Salz oder eine leckere Gewürzmischung und dann kann es auch schon losgehen. Kartoffeln schälen und in dicke Scheiben schneiden. Möglichst alle Scheiben gleich dick, meine sind ungefähr 8 mm dick. Nun kannst du mit Keksausstechern Tannen oder Sterne ausstechen. Alternativ könntest du die Formen auch mit einem Messer ausschneiden. Das ist aber definitiv aufwendiger und geht nicht ganz so schnell wie mit den Ausstechern. Anschließend für ein paar Minuten in kaltes Wasser legen. So werden sie später knuspriger. Den Rest schneide ich übrigens in kleine Würfel, denn daraus machen wir später leckere Bratkartoffeln. Die Weihnachtspommes spüle ich nun noch unter fließendem Wasser ab und tupfe sie mit einem sauberen Küchentuch gut trocken. Nun auf ein Backblech geben, mit Öl bepinseln, wenden und nochmals mit Öl bepinseln, sodass also sowohl Ober- als auch Unterseite bestrichen sind. Und damit ist Schichtwechsel im Backofen, der Blätterteigkranz kommt raus, die Pommes rein. Der Kranz sieht schon mal klasse aus. Für die Pommes habe ich den Ofen auf Umluft umgestellt, so brauchen sie bei 200 Grad etwa 25 Minuten. In der Zwischenzeit zaubere ich hier mein absolutes Highlight. Ich nehme eine Scheibe Salami und platziere sie so über dem Rand von einem Sektglas, dass eine Hälfte innen und die andere Hälfte außen am Glas liegt. Die nächste Scheibe lege ich zur Hälfte überlappend zur ersten Scheibe. Und so fahre ich mit weiteren Scheiben fort. Je nach Größe des Glases und den Salamischeiben brauchst du unterschiedlich viele davon. Bei mir sind es so etwa 10 bis 12 Scheiben. Am Schluss das Glas drehen, wegziehen und wir erhalten eine wunderschöne Salamirose. Sieht die nicht klasse aus? Ich mache direkt noch eine weitere Rose. Du kannst statt Salami übrigens auch andere Wurstsorten verwenden. Teilweise geht's auch mit Käsescheiben. Und selbstverständlich auch mit veganen Alternativen oder auch mit ganz dünnen Salatgurkenscheiben. Mit Salami geht's aber einfach perfekt. Die Scheiben sind sehr beweglich, zerbrechen nicht beim Biegen, trotzdem haben sie eine gewisse Festigkeit und durch das Fett hält die Rose auch gut zusammen. Die Rosen setzen wir nun auf einem großen Teller richtig schön in Szene. In die Mitte lege ich einen runden Teller, damit ich eine schöne runde Aussparung habe. Die Rosen verteilen und nun lege ich Rosmarinzweige dazu. Die haben eine tolle Ähnlichkeit zu Tannenzweigen. Wir nehmen hier also die Optik von einem Adventskranz auf. Statt Rosmarin könntest du aber auch gut Feldsalat verwenden. Aus Parmesan breche ich kleine Stücke und verteile die rundherum auf meinem Kranz. Du kannst auch anderen Hartkäse verwenden. Außerdem gebe ich schwarze Oliven dazu, sowie kleine Cherrytomaten. Du kannst hier auch ganz andere Zutaten verwenden, rohes Gemüse, Käse und Wurst, Oliven, Nüsse, allenfalls auch Mandarinenschnitze oder Granatapfelkerne. Nimm das, was du magst und deinen Gästen servieren möchtest. Am Schluss entfernen wir den Teller von der Mitte und fertig ist dieser wundervolle Charcuteriekranz. Und bevor die Pommes aus dem Ofen kommen, habe ich noch 2 weitere schnelle Ideen für dich. Aus Käse und Oliven zaubern wir einfache Sternespießchen. Dazu den Käse in dickere Scheiben schneiden
und Sterne ausstechen. Am besten geht das wiederum mit einem kleinen Keksausstecher. Du kannst die Sterne aber auch hier mit dem Messer ausschneiden. Nun spießen wir abwechselnd Sterne und Oliven auf und haben so einen weiteren schnell gemachten Fingerfood-Snack für unser Weihnachtsfest oder den Adventsapero. Auf meine Spießchen passen wunderbar 2 Sterne und in die Mitte eine Olive. Von unseren Gurkentänchen ist noch Gurke und Toastbrot da. Daraus zaubern wir mit Frischkäse und Gewürze Gurkensandwiches oder eben hübsches Sternenbrot. Als erstes aus den Brotscheiben Sterne ausstechen. Auch hier verwende ich die Brotreste selbstverständlich noch. Ich schneide sie in kleine Würfel und brate sie später in wenig Fett an und habe dann tolle Croutons als Topping für Salat oder Suppe. Nun ein Stück Gurke in kleine Würfel schneiden. Ich habe mich für die Füllung vom klassischen englischen Gurkensandwich inspirieren lassen. Du kannst aber auch etwas ganz anderes zwischen dein Sternebrot geben. Zum Beispiel einen beliebigen Aufstrich oder auch Meerrettichschaum und geräucherten Lachs. Zu meinen Gurkenstückchen gebe ich nun etwas Frischkäse und schmecke es mit Dill, Salz und Pfeffer ab. Davon kommt nun etwas auf einen Stern. Das Ganze wird mit einem zweiten Stern zugedeckt. Und fertig sind unsere Brötchensterne. Nun kommen auch die Weihnachtspommes aus dem Backofen. Noch mit Salz oder deiner Lieblingswürzmischung würzen und zum Beispiel mit selbstgemachter Mayo oder Ketchup servieren. So viele Ideen in so kurzer Zeit, das ist Weihnachten, wie ich es mag. Unkompliziert, lecker und optisch perfekt für die Advents- und Weihnachtszeit. Welche Idee gefällt dir am besten? Schreib's uns gerne in die Kommentare. Hier findest du weitere Ideen für die Weihnachtszeit. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.